Sowas wie diese Box mit einem Lämpchen, einem Schalter und einer Batterie drin haben vermutlich die meisten von euch in der Schule gebaut, als es um Elektrizität ging. Und jetzt an der Hochschule stellt ein E-Technik-Prof euch plötzlich in Aussicht, dass ihr mal so ein Meisterstück elektrotechnischer Ingenieurkunst entwickeln werdet. Wie das zusammenpasst, klären wir in diesem Video. What's inside? Was ist da drin? Wir haben eine Schaltung mit einem Schalter offensichtlich, einem Glühlämpchen, das sich über den Schalter schalten lässt. Wir haben ein Gehäuse. Das Gehäuse hat auch eine Funktion, nämlich die Funktion, die Komponenten, die da drin liegen, von der Außenwelt zu schützen. Gleichzeitig auch zu verhindern, dass die Außenwelt die Komponenten berührt. Hier haben wir eine Batterie und wir haben zwei Drähte, drei genau genommen, also Leitungen. Batterie, Leitungen, Glühlampe, Schalter, das zusammen ergibt hier diese einfache Schaltung aus dem Physikunterricht. Jetzt kann man sich fragen, was hat diese Schaltung mit diesem Meisterstück elektrotechnischer Ingenieurkunst zu tun? Naja, wir haben hier andere Komponenten und ein paar mehr Komponenten. Letztendlich haben wir aber auch hier Schalter. Wir haben auch hier Leiter, Leiterbahnen und Anschlüsse. Wir haben auch hier eine Spannungsversorgung. Hier kommt natürlich die Spannung von außen. Und wir haben hier auch Verbraucher. Jetzt nicht direkt ein Lämpchen, aber zum Beispiel hier die Relais oder auch hier den Prozessor. Das sind alles auch elektrische Verbraucher, so wie in dem Modell. Man könnte jetzt alternativ auch so einen elektrischen Verbraucher hier nehmen. Das Lämpchen steht eigentlich für jeden beliebigen Verbraucher. Kleines Lämpchen, großes Lämpchen oder es könnte auch ein Lüfter sein. Also das Lämpchen steht modellhaft für einen Verbraucher. Die Leitungen, naja, das sind letzten Endes auch Modelle, wenn man so will, für andere Arten von Leitungen. Es gibt zum Beispiel diese Messleitungen oder wir haben auch hier eine Zuleitung, 230 Volt Zuleitung. Könnte zum Beispiel die von dem Toaster sein. Oder es könnte auch eine der Leiterbahnen hier auf diesem Breadboard sein. Dieses Breadboard, das ist durchaus so auch in hochschulischen Labors zu finden. Ich habe mal hier eine Schaltung mit einem Lämpchen nachgebaut, da kommen wir gleich nochmal zu. Wenn man sich diese Leitungen hier mal anschaut, dann sind es Metallverbindungen zwischen diesen Pins, beziehungsweise Metallverbindungen zwischen diesen Pins. Das heißt, hier sind in dieses Breadboard schon Leitungen eingearbeitet, sodass, wenn wir damit eine Schaltung aufbauen, wir uns dieser Leitung bedienen können, zusätzlich zu den Steckbrücken, die ich hier noch verwendet habe, um diese kleine Schaltung mit dem Lämpchen aufzubauen. Und hier ist das Lämpchen jetzt eine Leuchtdiode und kein Glühlämpchen, so wie in der Schaltung aus dem Physikunterricht. Aber das ist ja auch nur ein Modell. Der Schalter, naja, das hier kennt man vielleicht, ne, den klassischen Lichtschalter oder im Fachjargon auch Wechselschalter genannt, weil hier L, also die Phase, also der spannungsführende Leiter aus der Hausinstallation reinkommt und dann je nach Schalterstellung im Wechsel auf einen der Ausgänge gelegt wird, was dann dazu führt, dass, wenn die Lampe nur an einem angeschlossen ist, sie in einem Schalterzustand aus ist, im anderen Schalterzustand ein, und wenn man mit mehr als einem Schalter die Lampe schalten will, dann verbindet man einfach beide Schalter über diese Leiter hier, die nennen sich dann die sogenannten korrespondierenden, und dadurch, dass dann pro Schalter immer wieder der Kontakt hin und her geschaltet wird, lässt sich die Lampe an beiden Schaltstellen aus- und einschalten. Auch hier haben wir es mit einem Schalter zu tun, der dem in unserem Physikkasten sehr ähnlich ist. Oder sowas hier, ein sogenannter Leitungsschutzschalter. Viele Menschen nennen es auch Sicherung. Dabei ist es mehr als nur eine Sicherung. Sie schützt auf jeden Fall unsere Hausinstallation vor zu hohen Strömen, vor Kurzschlüssen und verhindert, dass die Leitungen Schaden nehmen, deswegen Leitungsschutzschalter. Wie ich gerade sagte, Spannungsversorgung ist manchmal fest eingebaut. Ich zeige hier drauf, weil es sich hier um ein Trafo und einen Gleichrichter und einen Spannungsregler und hier einen Stabilisierungskondensator handelt. Aber manchmal ist es auch einfach nur der gute alte 9-Volt-Block oder die AAA-Zelle,
Mikrozelle, Knopfbatterien, was auch immer. Oder, wie hier in unserem Beispiel, mal ein Netzgerät. Und zwar kann ich jetzt mal unser Lämpchenbeispiel hier in Betrieb nehmen. Ich habe das Netzgerät auf 4,5 Volt eingestellt. Das ist die Spannung, die auch die Batterie in Hannas Physikbox hatte. Und wie wir sehen, leuchtet das Lämpchen. Und wenn ich jetzt hier mal den Minuspol trenne und wieder anstecke, können wir sehen, dass es sich so verhält, als gäbe es einen Schalter, mit dem ich es ein- und ausschalte. In dem Fall trenne ich den Stromkreis, um das Lämpchen auszuschalten. Das ist ja nichts anderes, als der Schalter in der Box das auch macht. So oder so ähnlich bauen wir auch in der Hochschule Testschaltungen auf. Wenn es komplexer wird, dann reicht so ein einfaches Breadboard nicht mehr. Wenn es noch einfacher ist, dann reicht auch manchmal ein ganz kleines Breadboard. Der Vorteil von diesem Breadboard gegenüber dem Pappkarton ist auf jeden Fall, dass man eine übersichtlichere Anordnung hier hinbekommt und man kann auch einfach mal hergehen und eine Größe messen, zum Beispiel, sagen wir mal, den Spannungsabfall. Wir können erstmal die Betriebsspannung checken. Wir können sehen, jawohl, 4,53 Volt liegen hier an. Wir können jetzt auch die Spannung messen, die über dem Widerstand abfällt, über dem sogenannten Vorwiderstand zur Leuchtdiode. Das sind 2,36 Volt. Wir können die Spannung messen, die über der Leuchtdiode abfällt. Das sind 2,1 Volt. Und wenn wir jetzt mal rechnen, 2,1 plus 2,36, dann landen wir ungefähr bei 4,5, also 4,46. Aber ein bisschen Schwund ist immer. In der Schule wie in der Hochschule geht es also darum, am Modell zu verstehen, was die einzelnen Komponenten machen, die Batterie, die die Energie liefert, ebenso wie das Netzteil, dann die Leiterbahnen oder die Leitungen, die dafür sorgen, dass der Strom fließen kann von der Quelle durch den Verbraucher, zum Beispiel das Glühlämpchen oder die Leuchtdiode, und wieder zurück zur Quelle. Manchmal ist unser Modell noch weniger konkret als das, was wir gerade gesehen haben. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Die Batterie wird als Symbol dargestellt, ebenso die Leitungen, der Schalter auch und auch unser Verbraucher, hier in dem Fall die Glühlampe, wird symbolisiert dann der Rückweg über den Leiter wieder zur Batterie. Das ist kaum wieder zu erkennen, das ist unsere Schaltung. Wir können jetzt noch den Schalter ein bisschen präzisieren. Hier war ja gerade auch ein handbetätigter Druckknopf oder Druckschalter. Wir haben noch die Möglichkeit, Namen zu vergeben. Die Glühlampe zum Beispiel E1, den Schalter können wir S1 nennen. Hier die Batterie, die Spannungsquelle nennen wir jetzt U. Und nicht selten wird die Spannung noch mit einem Pfeil gekennzeichnet. Ebenso die Spannung, die hier an unserer Lampe abfällt. Wir haben natürlich auch eine Spannung, die über dem Schalter abfällt. Und wir können auch, wenn wir möchten, noch den Strom einzeichnen, der hier fließt. Der Strom wird gemeinhin mit I bezeichnet. Das geht einerseits mit so einem integrierten Pfeil. Wir könnten den Strom aber auch als Pfeil neben die Leiterbahn oder neben den Leiter zeichnen. Wir sehen also, dass gar nicht so viel zwischen dieser Pappkiste aus dem Physikunterricht in der Schule und einem Breadboard, wie es auch im Labor in der Hochschule eingesetzt wird, liegt. Es sind keine Welten, auch wenn es erstmal optisch so scheint. Es sind Modelle und Modelle werden eingesetzt, um bestimmte Sachen zu erklären. Und das, was hier erklärt werden soll, geschlossener Stromkreis, die Komponenten Quelle, Verbraucher, Leiter, Schalter, das lässt sich hervorragend auch an der Pappkiste erklären, genauso gut wie an einem Breadboard. Wenn ihr gerade auch am Anfang des Semesters steht und gerade ein bisschen Orientierung sucht, dann schaut euch gerne auch, ich verlinke das unten in der Beschreibung, meinen anderen YouTube-Kanal an, da geht es ums wissenschaftliche Arbeiten. Ansonsten abonniert den Kanal, klickt die Glocke, um hier kein Video mehr zu verpassen, wenn es weitergeht auf der Reise durch die Elektrotechnik. Bis dahin, ciao!